Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute mit dem Quicksort-Algorithmus. Wie der Name schon sagt, ist der Quicksort-Algorithmus quick, ja. Er ist wirklich fucking schnell und richtig geil und deswegen wollen wir uns heute mit dem beschäftigen. Einer der, sagen wir mal, fortgeschrittensten Sortieralgorithmen, den man so kennen kann. Und wenn ihr hier angekommen seid, seid ihr schon wirklich gut. Hier mal ein fettes Lob an alle, die sich das bis hier angeguckt haben. Schreibt mir gerne mal, dass ihr einfach geil seid, ja? Lobt euch mal selber und dann schauen wir weiter. Okay. Jetzt gucken wir mal hier, wie dieser Quicksort-Algorithmus funktioniert. Ich habe mir Mühe gegeben, das möglichst grafisch darzustellen, okay? Also nicht wundern, dass wir hier ziemlich krasse Sachen gerade machen. Okay, gut. Also Quicksort ist auch ein Divide-and-Conquer-Algorithmus und dieser Algorithmus, naja, der ist halt leider nicht ganz so obvious Divide-and-Conquer, wie jetzt zum Beispiel Merge-Sort das ist. Das heißt, ihr habt nicht direkt ein in der Hälfte teilen, sortieren, in der Hälfte teilen, sortieren, sondern was ihr bei Quicksort macht, ist, ihr sortiert anhand eines Pivot-Elements. Ein Pivot-Element ist sozusagen ein Element, das heißt einfach nur Pivot-Element, das sortiert oder das ist quasi so der Anhaltspunkt. Und ja, es gibt verschiedene Implementierungen von Quicksort, aber wir nehmen jetzt eine Implementierung, wo einfach das größte oder das rechteste Element, also das letzte Element in der Liste, immer das Pivot-Element ist. Und dementsprechend weisen wir ein Low und ein High zu, quasi am unteren Ende der Liste und am oberen Ende der Liste. So. Und jetzt sortieren wir anhand von dem Pivot-Element. Und warum, werden wir gleich sehen, okay? Aktuell macht das erstmal noch nicht so viel Sinn, aber wir sortieren jetzt und gucken, ist denn mein großes Element, also mein High, ist das denn kleiner als n? Denn ja, das wäre schlecht, denn es muss dann ganz nach links am besten, weil es ist ja kleiner als n, also kleiner als unser Pivot-Element. Und erinnert euch, Pivot ist hier n. Das heißt, wir vergleichen das High-Element mit dem Pivot-Element. In dem Fall, naja, ist nicht der Fall, also schieben wir High quasi eins weiter nach links und fangen dann bei Low an zu gucken, ist denn W vielleicht größer als n? Und ja, W ist offensichtlich größer als n, das heißt, das können wir gleich weglassen. Und dann vergleichen wir nochmal hier kurz, ist denn F kleiner als n? Und auch das ist gegeben. So, und damit haben wir auf Low ein Element, das auf jeden Fall da weg muss, weil es ist zu groß, es ist größer als unser Pivot-Element. Und bei High haben wir auch ein Element, das da weg muss, denn es ist kleiner als das Pivot-Element. Und wir wollen die ganze Liste sozusagen aufteilen in Elemente, die kleiner sind als Pivot-Element im linken Teil und Elemente, die größer sind als Pivot-Element im rechten Teil. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir vertauschen F und W und damit haben wir diese Ungereimtheit schon mal wegsortiert, ja. Jetzt ist F kleiner als n, das heißt, es ist im linken Teil der Liste, W größer als n im rechten Teil der Liste. Und jetzt seht ihr vielleicht schon, worauf wir hinaus wollen. Gut, es geht weiter. Wir schieben natürlich unsere Low- und High-Elemente einmal weiter und wir sind übrigens noch nicht in den nächsten Sortier- oder in den rekursiven Schritt reingegangen, sondern wir sind immer noch im ersten Schritt drin, okay? Also hier ist jetzt der erste Schritt, ein bisschen aufwendiger. Gut, das heißt, wir überprüfen als erstes mal, ist denn eigentlich H kleiner als N? Das ist definitiv der Fall. Ist O größer als N? Ist auch der Fall. Das heißt, wir haben schon wieder zwei Elemente, die da nicht hingehören. Also vertauschen wir die beiden. Denn, wie gesagt, links kleiner als N, rechts größer als N. Okay, weiter geht's mit dem nächsten und zwar wollen wir hier einmal kurz überprüfen, ist denn C kleiner als N? Das ist der Fall und W ist auch größer als N, das ist auch der Fall, das heißt wir vertauschen die beiden wieder. So, jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir nämlich hier offensichtlich S ist größer als N, also in welcher Reihenfolge ihr das tauscht, ist eigentlich egal oder in welcher Reihenfolge ihr überprüft, deswegen ist es hier hin und her gemixt. Und wir überprüfen, hier ist denn U kleiner als N. Offensichtlich nicht. Das heißt, wir schieben unser High-Element auf S drauf. Und ihr seht, High und Low sind jetzt auf demselben Element. Das ist Absicht, ja. Jetzt überprüfen wir, ist denn S kleiner als N? Nope. Also überprüfen wir weiter oder schieben wir High noch ein Stück weiter und überprüfen dann, ist denn eigentlich C kleiner als N? Oder ist denn eigentlich High vielleicht sogar kleiner als Low? Und in diesem Fall steht High weiter links als Low. Das bedeutet, dieses High kleiner als Low. Und das ist eine Abbruchbedingung. Hier endet jetzt unser erster Schritt. Das heißt, hier wird jetzt in die Rekursion reingegangen, indem wir als allererstes mal S und N vertauschen und dann die Liste aufteilen. Ihr habt hier euer Pivot-Element und jetzt habt ihr nämlich die folgende Bedingung erreicht. Links von diesem
Pivot-Element, das ihr am Anfang ausgewählt habt, sind alle Elemente, die kleiner sind. Rechts auf der anderen Seite sind alle Elemente, die größer als n sind. Und damit könnt ihr das Ding aufteilen in zwei Unterlisten. Ja? Das heißt, ihr habt hier einmal euren Teiler, euer ehemaliges Pivot-Element, und dann habt ihr hier die Liste FHC, die sind alle kleiner als n, und dann habt ihr U, V, US, ja? Die sind alle größer als n. Und dann könnt ihr auf diesen beiden Teillisten wieder genau diesen Quicksort-Algorithmus anwenden. Das heißt, wir sind hier wieder rekursiv. Das heißt, wir fangen wieder an, wir setzen unser rechtestes Element als Pivot-Element, wir haben F und H als Low- und High-Elemente, wir überprüfen, ist F größer, oh, das sollte natürlich C heißen, das hat niemand gesehen, und dann überprüfen wir, ist denn H vielleicht kleiner als C? Und ja, offensichtlich ist F größer als C, das ist gegeben, aber H ist nicht kleiner als C, also schieben wir mal wieder High auf Low drauf. Wir überprüfen, ist F kleiner als C, ist es immer noch nicht, also überprüfen wir, naja, was da eigentlich ist. Jetzt ist ja High offensichtlich außerhalb der Liste. Schlecht. Okay, was machen wir also? Naja, wir haben ja noch die andere Überprüfung. Ist denn High eigentlich kleiner als Low? Und das ist definitiv gegeben. Das heißt, wir vertauschen mal wieder unser Low mit unserem Pivot-Element. Und ja, jetzt haben wir sozusagen noch eine Teilliste erschaffen, nämlich die Teilliste H und F, denn diese beiden Elemente sind beide größer als unser ehemaliges zweites Pivot-Element. Das heißt, wir sind in noch einer Rekursion drin. Und ja, unser zweites Teilelement ist hier in dem Fall C. Und wir haben das Pivot-Element auf F stehen. Und High und Low, das seht ihr hier, sind offensichtlich beide auf H. Denn wir haben nur noch ein Element da. Ja? Wir haben nicht mehr noch mehr, sondern wir haben nur dieses H. Und dementsprechend sagen wir, es ist H größer als F. Und das ist es nicht. Das heißt, wir schieben unser Low-Element auf das Pivot-Element drauf. Und das bedingt dann schon wieder dieses High kleiner Low. Also vertauschen wir die beiden Elemente hier. Wir vertauschen F und H. Und dementsprechend haben wir hier unsere erste fertige sortierte Teilliste und sind mit dieser Rekursion hier am Ende. Dann fügen wir die Elemente wieder zusammen. Das heißt, wir fügen die Teillisten zusammen und schon sind wir mit diesem ersten Teil quasi fertig. So, und jetzt kommt im Endeffekt noch der zweite Teil. Der funktioniert genauso. Den habe ich jetzt mal euch zur Übung übrig gelassen. Ihr könnt das Ganze selbst machen. So sieht das Ganze dann sortiert aus. Und das schieben wir dann am Ende einfach wieder hinter unser erstes Teiler-Element dran. Und schon sind wir fertig. Ja, und dann haben wir eine sortierte Liste. Gut, das ist Quicksort. Quicksort ist definitiv nicht einfach zu verstehen, das gebe ich absolut zu. Also wenn ihr Probleme habt, gerne auf dem Discord-Server mal nachfragen, was da eigentlich los ist. Und ja, ihr habt hier einen, naja, rekursiven Divide-and-Conquer-Algorithmus. Divide-and-Conquer-Algorithmen sind eigentlich meistens rekursiv. Und das Problem, was man jetzt hier hat, man sieht es nicht direkt. Ja? Dieses Pivot-Element, das am Anfang ganz rechts steht, das muss nicht unbedingt in der Mitte stehen. Es hätte auch das kleinste oder das größte Element ganz rechts stehen können. Und dann haben wir natürlich sehr, sehr komische Teillisten. Aber in den meisten Fällen hat man ungefähr ein Element aus der Mitte. Vor allem, wenn man große oder viele Daten hat, also eine große Anzahl an Daten, wenn n groß ist sozusagen, dann hat man hier meistens ein Element aus der Mitte. Einfach, naja, statistisch eben quasi bedingt, ja, ungefähr aus der Mitte. Es kann aber vorkommen, dass ihr hier einen Worst Case habt. Das heißt, dass ihr sehr, sehr lange braucht, weil die Daten einfach quasi schon sortiert sind. Und zwar falsch, ja. Das heißt, im schlimmsten Fall braucht ihr hier O von n Quadrat. Also ihr seid hier wirklich quadratische Laufzeit und wenn ihr halt Pech habt. Wenn ihr aber Glück habt, und das ist bewiesen, im Durchschnitt der Fall, dann habt ihr hier auch eine Laufzeit von O von log n mal log n. Also dasselbe wie beim Merge Sort. Und das Tolle ist, dass ihr hier sogar, naja, ungefähr zumindest in place arbeiten könnt, wenn ihr das so implementiert. Es gibt sehr viele verschiedene Implementierungen von Quicksort. Wir werden uns nächstes Mal eine davon in Python angucken, aber ich würde euch jetzt schon mal das Ganze als Übung empfehlen, denn dann wird das nochmal sehr, sehr viel mehr klar, was man da eigentlich genau bei Quicksort macht und wie dieser Algorithmus funktioniert. Ja, das war's von meiner Seite wieder mal. Diskutiert ganz gerne und ja, wir hören uns wieder bei der Implementierung und das ist nächstes Video. Bis dann, ciao.